Willkommen zu diesem Videotutorial. Heute schauen wir uns an, wie wir die Pedalarme bei einer Vierkant-Tretwelle ausbauen können. Um diesem Tutorial zu folgen, benötigt ihr etwa 3 bis 5 Minuten. Außerdem benötigt ihr eine Abziehvorrichtung für den Pedalarm und 2 Gabelschlüssel, eine Ratsche und ein wenig Fett. Hier haben wir nun eine Vierkant-Tretkurbel, also auch die Pedalachse. Diese hat den Vorteil, dass man nicht mit den Keilen arbeiten muss und dass es immer schön um 90 Grad versetzt ist. Diese wurden bei uns in der Schweiz bei den Pony-Mofas vielfach verbaut, auch bei Piaggio wurden sie bei der letzten Serie oft verbaut und auch bei Bike-Mofas. Ich werde euch nun zeigen, wie ihr den Pedalarm ordnungsgemäß demontieren könnt. Dafür lösen wir hier außen die Befestigungsschraube. Jetzt könnte man meinen, hier muss man den Pedalarm nur abziehen. Das ist natürlich falsch. Hier der Vierkant hat einen leichten Konus, das heißt, der sitzt hier echt fest. Man muss hier wirklich mit einem Abzieher rein, den können wir hier schön aufschrauben, wie wir es auch von den Schwungrädern kennen. Er wird komplett eingedreht, dann noch ein wenig festziehen. Danach können wir diesen hier festhalten und die Schraube eindrehen. Nun ist das Ganze demontiert. Für die Montage würde ich immer ein Fett verwenden, einfach hier auf den Konus auftragen. Normalerweise wird ein Konus nie gefettet, aber hier macht es durchaus Sinn, wenn man das Ganze jemals wieder irgendwie demontieren will, damit es nicht festfrisst. Hier kann ja keine Verdrehung stattfinden, hier kann man ruhig ein wenig Fett verwenden. Danach wird die Drehkurbel einfach aufgesteckt. Wenn man die zweite natürlich dran hat, muss man schauen, dass die schön 180 Grad versetzt sind, sonst wird es schwierig mit Treten. Danach Schraube rein und festziehen. Hier könnt ihr etwa 20 bis 25 Newtonmeter Drehmoment anziehen. Die ganze Montage und Demontage geht am Mofa natürlich ein wenig einfacher als hier frei in der Luft. Aber ich hoffe, ihr konntet doch etwas lernen und wir sind nun natürlich auch schon am Ende vom Tutorial. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.